Was machen wir jetzt? Was müssen wir noch tun? Vorm Rennen. Auf jeden Fall mal anmoderieren, dass Jesko gestern auf der Wiesn war. So, wir bereiten ja unser Macho Caracho vor und das Ganze wird ein Event, wo wir mit Crossrollern auf unserer neu gebauten Motocross-Strecke hinterm Haus fahren und grillen und Bier trinken und was man sonst so noch macht. Und natürlich brauchten wir selber auch einen Crossroller dafür. Also Nico und ich, wir haben nämlich keinen. Und da wurde uns vorgeschlagen, wir können doch dieses gute Stück nehmen. Und zwar ist das ein Roller von einer Custom-Schmiede aus Russland, die nennt sich Butcher Garage oder so. Dieses ganze Ding ist sehr aufwendig gebaut, wurde vor 5 Jahren extra für SIP angefertigt mit hier so einer Upside-Down-Gabel und hier einem verlegten Federbein in die Mitte mit Umlenkung und lauter solchen Geschichten, also ziemlich aufwendig und halt ein wirklicher Custom-Roller. Und der steht jetzt halt seit 5 Jahren bei uns im Eingangsbereich als Deko-Objekt und ich fand es eigentlich erst zu schade, den zu nehmen, aber auf der anderen Seite zum Rumstehen ist ja auch zu schade. So, und jetzt müssen wir aber gucken, ob das Ganze auch wirklich im Gelände so funktioniert, wie das mal gedacht war, weil es ist, glaube ich, noch nicht so ausführlich getestet. Aber genau das Testen, das machen Nico und ich jetzt. Vielleicht ist der auch hart abgesoffen. Ah, jetzt ist er fest. Haben wir jetzt keinen Stutzen? Nein, ist das schon? Du musst halt vorsichtig gießen. Oh, der Osterfrosch. Das war jetzt wirklich keine Absicht, oder? Warte, ich warte erst mal, vielleicht läuft es auch irgendwo wieder raus. Ja. Wie zum Beispiel. Das kann jetzt aber vom Danebenschütten sein. Das kann vom Danebenschütten sein. Also damit sind wir sofort im Favoritenkreis. Das Wichtigste ist dafür, dass jemand anders fährt als ich. Okay. Weil dann sind wir sofort aus dem Die Kupplung kommt später, hast du gesagt, ne? Nee, die kommt viel zu spät. Aber fahr mal. Ist geil. Am besten fangen wir an mit einer To-Do-Liste, oder? Ja, eine To-Do-Liste müssen wir auf jeden Fall machen. Nico, was machen wir? Das ist auf jeden Fall mal der Vorderreifen, da muss ein neuer Vorderreifen drauf. Dann funktioniert die Schaltung nicht und die Schaltung ist ziemlich komplex. Reifen montieren. Übrigens, das Benzinsystem ist undicht, ne? Tropft. Tropft. Deswegen ist es abgezogen. Schreibst du es auf? Jesko, deine Rätsche ist weg. Das ist schlecht. Also wir haben 4 Sachen, die wir am Roller tun müssen. Du fährst, oder? Ich weiß nichts davon, dass ich fahre. Hatten wir das auch geklärt? Jesko, ich brauche immer noch die Rätsche. Ja. Der sagt nur ja, der ist überhaupt noch gar nicht anwesend. Das ist ja Wahnsinn. Die hast bestimmt irgendwo liegen lassen. Wo sind denn die Imbusschlüssel? Es fehlt nicht nur die kleine Radschlüssel, es fehlt noch die Imbusschlüssel. Das gibt's doch nicht. Nico, hast du schon Imbusschlüssel rausgeholt oder sowas? Nee. Muss doch irgendwer irgendwo Imbusschlüssel benutzt haben? Nein, hier auch nicht. Jesko, schaut. Das ist voll komplex, siehst du das? Ich habe keinen Bock, das auszubauen. Hast du schon Imbusschlüssel? Warum lässt du mich nicht suchen? Ich sehe gar nichts. Das ist wahrscheinlich genau das Problem, oder? Genau. Das Sequenzielle funktioniert. Und das funktioniert nicht. Ja, von Warum daher. nicht? Aber pass auf. Ich hab's. Alter, ich hab voll die Lösung. Okay. Wenn dieser Weg ausreichen sollte, ne, um eine Motorino Diablo zu bewegen. Jesko, ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwie noch so ein Hardcore-Projekt draus zu machen. Es geht viel schneller als das, was du vorhast. Da musst du die ganzen neuen Züge verlegen, das hier abfriemeln. Da liegt schon alles da. Wir müssen nur die Schaltraste tauschen. Die Frage ist nur, ob der Weg reicht, um eine Motorino Diablo zu bewegen. Aber das können wir vorsichtig testen. Und wenn das so ist,
Haben wir eine Lösung. Wenn er genau so das macht, dann brauchen wir nur die Motorino Diablo dran friemeln und alles wird gut. Also das steht überhaupt nicht auf meiner Agenda, da jetzt irgendwie noch was anderes an das Ding dran zu adaptieren. Schaltraste ab, andere hin, fertig. Schalt mal. Das stellst du dir, glaube ich, einfacher vor. Also wenn der Weg ausreicht, ist es super einfach. Ja, aber du hast jetzt ein paar Mal geschalten und da hat sich nicht viel getan. Schauen wir mal. Wollen wir mal eine dran friemeln? Ich gucke mal, ob wir eine im Lager haben. Ja, klar. Hätten wir ja vor allem eine richtig saubere, gute Lösung dafür. Und auch noch schnell. Das denke ich auch. Nicht. Also jetzt müssen wir uns irgendwie noch mal so eine halbe, dreiviertel Stunde mit einer Sache beschäftigen, die wahrscheinlich dann doch nicht zum Umsetzen ist. Vielleicht funktioniert es ja. Also er hat gesagt, das ist der viel einfacherer Weg. Einfacherer. Ach so, am Freitag wollten wir schon auf die Strecke. Ach so, Montag war ein Feiertag. Aber jetzt bauen wir noch irgendeine Spielerei dran. Das ist super. Jesko, ich habe dir gesagt, dass er nicht immer den gleichen Weg macht, ne? Er macht nicht immer den gleichen Weg. Nee. Schauen wir mal. Also wenn du die jetzt einfach übernehmen willst, Ja? wirst du ein Problem haben. Nein, das funktioniert. Vielleicht. Ich hole mal die Reifen auf der Strecke oder halt vorne. Ja? Ich dachte, du könntest mir helfen, dass ihr solche Reifen holen. Nee, ich habe schon rein moderiert, warum es nicht geht. Deswegen, ich würde jetzt mein Gesicht verlieren, wenn ich dir dabei helfe. Sorge ich dafür jetzt. Der Effekt der Überraschung bleibt sonst aus. Leg mich am Arsch, verdammte Scheiße. Geht das nicht. Wird es ein bisschen neblig. Oh, und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich... Ey, Bauri, muss ich den Rauchmelder abschalten im Ding? Nee, ne? Weil der geflext wird und so. Lass uns mal den Rauchmelder abschalten. Super nervig. Das ist halt einfach scheiße, weil ich jetzt muss warten, bis die Feuerwehr kommt, damit man denen sagt, hey, nee, es brennt nichts, es stinkt nur. Und die stellen das jetzt dann auch noch in Rechnung. Das ist super unnötig. Den Reifen durchgesägt für die Wippe, weißt du? Aber das nebelt halt. Ja, dann kann ich ja eigentlich weiter flexen, oder? Ich kann aber kein Flex-Einsatz, aber Ja, ich. Willst du vielleicht erklären, was gerade passiert ist, Nico? Also so ein großer Laden wie hier ist natürlich überall ausgestattet mit Rauchmeldern. Da wir eben den Reifen runtergeschnitten haben, hat sich natürlich eben auch der Feuermelder zu Worte gemeldet.
Und bevor wir den überhaupt ausschalten konnten, war es eigentlich schon so, dass der eben einen Alarm an die Feuerwehr direkt gesendet hat. Und es war ja nicht damit zu rechnen, dass das qualmt, wenn man Gummi mit der Fleck schneidet. Nee. Und wenn wir beide halt in der Werkstatt sind, dann rechnet natürlich jeder damit, dass irgendwas definitiv brennt oder explodiert ist. Es war auch so eine Art Probe. Also ich fühle mich jetzt ein Stück sicherer, Genau. weil wir wissen, es funktioniert. Also der Alarm funktioniert und die Mitarbeiter reagieren gefasst. Ja. Und Ich stehe übrigens auf einer Kiste, nicht, dass ihr denkt, ich bin gleich groß. Also ich gehe mal vor heute. Ist der Feueralarm aus? Ist das deine? Das ist mein Mofa, ja. Erkennt man das nicht? Außerdem sieht man lauter Flamingos. Das sieht man doch daran, dass es mir gehört, oder? Schau mal, wenn du zum Beispiel jetzt meine Socken anschaust, man kann es erkennen, oder? Das ist so ein bisschen der Zusammen... Also, warum haben wir den Flamingo überhaupt da? Ja, das liegt daran, dass wir eben da eine Lösung brauchen, eine Zwischenlösung für Freitag. Und da habe ich jetzt irgendwie die Opferrolle übernommen, dass ich vom Flamingo die Schaltkulisse wegbaue und die da dran baue. Aber... Ach Mann, Scheiße! Boah, Nico, hör mal auf mit Lästern, ja? Das ist, ja, schon okay. Okay. also die Probleme, die wir gestern hatten mit dem Roller, waren, die Kupplung rutscht durch, die Übersetzung ist zu lang, Hinterradbremse geht nicht und irgendwie läuft der Motor nicht so doll. Also Hinterrad raus. Ich gucke nach der Kupplung, du nach der Bremse. Okay. Los geht's! Ja. So, jetzt Schlagschrauber. Ich wollte nach der Bremse schauen, hast du gesagt, ne? Ich baue mehr Federn in die Kupplung. Damit die auch die Leistung hält, kommen jetzt 16 statt 8 Federn rein. Und damit man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man viel mit schleifender Kupplung fährt, nehme ich Carbonbeläge. Die halten besser die Hitze aus. Und als drittes ist mir gestern aufgefallen, dass die Übersetzung zu lang ist. Also man ist aus den Ecken nicht richtig rausgekommen, weil die Strecke ist doch ziemlich eng und wir haben ziemlich großen Hinterreifen. Also gehe ich von einem 22er Ritzel auf ein 20er runter. Jetzt ist das schon viel besser. Also er bewegt sich, aber er rückt nicht raus. Richtig pumpen, richtig pumpen. Pump, 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 pump. Der kommt. So. Läuft er? Ja, jetzt pumpen wir weiter. So, jetzt müsst ihr langsam Druckpunkt kriegen, oder? Nee, nee. Warte. Doch, jetzt. Kann man den Winkel ein bisschen ändern? Nee. Jesko, ich fange jetzt nicht noch an, da irgendwie einen Winkel zu ändern. Ich wollte einfach nur die Bremse entlüften. Ich reiß doch jetzt nicht den ganzen Koffer auseinander. Gib ihm, gib ihm. Weil Druckpunkt habe ich auch. Dann würde ich es nämlich jetzt einfach so lassen. Geht die Uhr eigentlich grammatikalisch richtig? Weiß das jemand? Jesko, ich kann das Elend mit dir nicht ansehen. Welches Elend? Sag Stopp. Stopp. So hoch! Das kann gar nicht sein. Das macht er jetzt nur, damit ich halt nicht mehr an die Bühne rankomme. Ha? Hier, das Ding geht an. Aber Dann stimmt was nicht, dann müssen wir das nochmal nachgucken. Hä? Ah ne, Moment, Jesko, ich warte erst, bis du es fest hast. eine sehr gute Idee. Was war's noch? Kupplungsbeläge. Bremse hinten, Reifen hinten. Übersetzung haben wir jetzt kürzer? Kürzer. Kürzer. Von 22 auf 20. Okay. Der passt gar nicht. Doch, der passt. Geil. Und der Reifen dürfte auch ein bisschen kleiner sein. Pass auf, dann mache ich mal den Reifen. Ich gucke mal im Wareneingang, ob der andere vielleicht da ist oder gucke in die Paketverfolgung. Dann können wir ja noch mal entscheiden. Boah, der ist besser.
Der passt zum Vorderreifen. Die große Frage ist nur, kommt er auch an der Schwinge vorbei? Das weiß ich. Das weiß ich. Also wir müssen es testen, wenn wir den aufschrauben, ob er dann immer noch so breit ist, aber der ist breiter. Ich fand, Jesko ist da grundsätzlich anderer Meinung, ich fand, der lief mit Joke besser. Was ja entweder ein Indiz dafür ist, dass er Falschluft zieht oder dass er einfach zu mager läuft. Und da der halt eigentlich so gut wie nie bewegt wird, kann es auch sein, dass irgendwelche Düsen zu sind. Das heißt, ich schaue jetzt mal rein, ob dem der Fall ist und ob wir das Gesprotze wegbekommen. Und wenn ja, ist super. Wenn nein, ist es halt so. Ja? Man kann nicht immer alles haben. Den Ölwechsel können wir bei dem Ding vielleicht auch mal machen. Ölwechsel. Ich weiß nicht, wie viel Öl da drin ist in dem Haufen. Ja, vor allem, was es für ein Öl ist. Ich finde die Schürze eigentlich passend wegen Butchers Garage. Also der Roller ist ja... Und ich habe meine gute Hose, das habe ich eben euch schon gesagt, dass ich die gute Hose anhabe. Und bevor die Mutter am Blärre ist, dass ich mit der gute Hose am Roller rumschraube, habe ich mir eben etwas übergezogen. Also man kann sie auch zum Grillen anziehen, aber ich habe das Ding gesehen und habe gedacht, das ist halt genau dafür da, dass man am Roller rumschraubt. Und passend natürlich, Metzgerschürze, Butchers Garage. So kommt halt 1 und 1 zusammen. Das funktioniert. Kann doch nicht dicht sein. Ich würde sagen, das ist die Falschluftquelle der Ansaugstutzen. Also, wenn er Falschluft hat, was ich vermute, ist der Ansaugstutzen die Falschluftquelle. Aber was weiß ich schon als Gipser und Stuckateur. Und? Geil, Jesko! Das ist Ja. Lukas, weil ich so professionell bin, lasse ich mich jetzt einfach nicht von dir ablenken, verstehst? Ich habe hier 2 brutal hochbezahlte Kameraleute und nur weil ihr jetzt gerade nichts zu tun habt, brauchen wir jetzt da draußen nicht das ganze Zeugs anschauen. Verdammt nochmal! Nico, gibt ein Problem. Warum? Das Ding gehört nach oben. Jesko, Das geht eh nicht. das muss gehen. Nein, es geht nicht. Ich kann mir vorstellen, dass... wo hast du die Schraube, die große Imbus? Hier. Dass die vielleicht irgendwas gegeneinander zieht, was dann auseinanderdrückt oder so? Kann das sein? Das kann sein. Nico, der ganze scheiß Auspuff ist lose, ne? Okay. Nico, wir müssen fertig werden hier, das nervt mich alles. Oder? Ja. Jesko hat echt die Schaltraste weggebaut. Das hat ja eigentlich ja wunderbar funktioniert. Und bei ihm ist einmal der Gang rausgesprungen. Also einmal beim Hügel hochfahren. Und deswegen baut er jetzt alles auseinander und sucht halt irgendwelche Weltraumteile. Der Kunde wartet, verstehst? Termindruck. Verdammt nochmal. Du brauchst gar nichts aus. Film mich symmetrisch, Mann. Ich will, dass es dekadent rüberkommt im Video. Ja, dann bin ich ja eigentlich fertig. Was soll man machen? Soll man rauchen? Ich rauche nicht, aber ich gucke zu. Nein, du guckst dann nicht zu. Wenn du mit den Cool Kids abhängen willst, dann musst du halt rauchen. Ja? So verkackte Pseudo-Coolness. Junge, ich bin in den 90ern halt, 80ern, 90ern in die Schule gegangen. Und da warst du halt cool, wenn du geraucht hast. Und nicht, ich bin trotzdem cool, weil ich habe hier einen Highscore in WoW oder so. Mann. Hier, Alter, richtig, was für die Steuer, fürs Finanzamt tun. Die Kohle raushauen mit Zigaretten. Du kannst ja keine 80, 90 werden. Und gesund leben und vegan. Und Nico, soll ich dir was über die Hinterbremse sagen oder möchtest du eine gute Laune behalten? nachstellen.
fährt sich's? Besser. Besser? Die Übersetzung gestern war einfach zu lang. Jetzt haben wir eine kürzere Primär eingebaut und auch noch einen Reifen, der ein bisschen weniger Durchmesser hat. Und jetzt kommt man gleich viel besser aus den Ecken. Hinterradbremse geht auch, das ist auch ganz praktisch. Bauchi muss mal testen, als Profi. Kannst du viele Junge? Bremse geht. Einsatzbereit, oder Nico? Ja. Für morgen. Kann man fahren. Funktioniert alles. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Fahrt rechts und schlaft nackt.